Ah. Okay. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ach so, ich hätte mich gleich auch nach rechts importen können. Na egal, den Weg laufen wir noch schnell. Und das trifft eigentlich auf alle Charaktere dazu. Natürlich unsere 3 Hauptcharaktere. Richard, der im Endeffekt dann von seinem ich möchte ein König werden, der nur das Beste für seine Menschen will, doch halt im Endeffekt ein innerlich schwache und schüchterne und auch zerbrechliche Persönlichkeit ist, wie wir herausgefunden haben, und aber im Endeffekt halt von seinem Wunsch, das Beste zu schaffen, immer mehr von einem Monster, was auch dieser Lambda genau sein mag, und seiner Gier selbst übermannt wurde. Und sein Wunsch, das Beste zu machen, hat sich in eine Farce verwandelt und im Endeffekt wurde alles einfach nur schlimmer. Und Sophie ist auch so, auch eigentlich ganz interessant. Ich meine, klar, sie hat immer noch dieses Roboterhafte an sich, aber während die Sophie, die wir anfangs kennengelernt haben, im Endeffekt nicht reden, nicht sprechen, eigentlich nichts konnte und auch keine Emotionen im Endeffekt hatte, haben wir doch eine Sophie, die jetzt hin und wieder mal lacht, scherzelt und, also wenn sie nicht gerade hier blind und halb tot ist, mit der man auch eigentlich, die man auch wirklich jetzt als, ich sag jetzt mal, als lebendige Person bezeichnen kann. Oder das trifft doch auf mehrere Charaktere zu. Ich meine, so, okay, Cheryl, muss man jetzt sagen, ist im Endeffekt größtenteils gleich geblieben. Die hat sich jetzt nicht verwendet. Steht da auf Asbel und kann das nicht sagen. Wie halt daneben, wie in allen Sachen, die irgendwas mit Japan zu tun haben, können wir Gefühle natürlich nicht ausdrücken. Aber Hubert wäre jetzt auch noch ein gutes Beispiel. Hubert, der eben als kleiner, schüchterner, kleiner Bruder halt eingeführt worden ist, der halt im Endeffekt immer hier hinter dem großen Asbel Lhant hinterher steht und immer nur die Nummer 2 spielen sollte. Hauen wir mal 2 Mystic Arts draus. Halt doch sich zu einem, ja, auch wenn teils immer noch gebieterhaften und er hat sich aber, sagen wir es einfach, stark entwickelt. Er hat sich jetzt von eben diesem kleinen, schwächlichen Jungen, hat ihn hier seinen Hass erstmal zu einem richtig arroganten Penner gemacht, zu einem, ja, man muss es so sagen, wie es auch die gute Pascal gesagt hat, eben zu einem Besserwisser, Bücherwurm, aber im Endeffekt ist er doch ein guter Kerl, der sich halt doch irgendwie nur an dem, was ihm halt angetan worden ist, halt im Endeffekt überwinden musste, und als er das jetzt hier geschafft hat, dann wurde er doch zu einem ganz coolen Kerl. Oder würde jetzt einer von euch sagen, dass er Hubert nicht mag? Ich finde, Hubert ist doch eigentlich ein ganz cooler Charakter. So. Zack. Und ich muss euch sagen, auch wenn ich mal hier, auch wenn ich natürlich immer eigentlich sage, ey, Systeria ist eigentlich das immer, wo ich sagen muss, hey, da stimmt das nicht, das nicht. Man muss auch sagen, wie gesagt, Symphonia hat zum Beispiel auch nicht eine großartige Charakterentwicklung. Einfach alle Charaktere bleiben vom Anfang bis zum Ende wirklich gleich. Xile hat natürlich die beste Charakterentwicklung, aber ich meine, da ist auch das eins der zentralen Motive in meinen Augen auch das Erwachsenwerden. Und der Sprung von Xile 1 zu Xile 2, wie die Charaktere sich entwickelt, war einfach bombastisch. Aber Graces macht wirklich, muss ich echt sagen, einen sehr, sehr guten Job darin. Vielleicht auf einem Level mit Hearts. Aber wohl, Hearts haben sich halt die Hauptcharaktere. Ja, doch, da. Ach, Hisui, Mann. Ich feiere Hisui immer noch. So, schauen wir mal, was uns nun erwartet. Ein kleiner Bossfight? Ich hoffe mal. This looks just like that machine from the ruins beneath Wallbridge. This device preserves visual recordings of research targets. Lambda. Oh, hey, there's that word again. What does it mean, anyway? Lambda. In our world, Lambda has come to mean nightmare. Why is that? Lambda is a life form we discovered by accident while researching the Lostalia. When the Institute's director, Professor Cornell, began to study it, it quickly became a nightmare for us all. The worst aspect of Lambda, and there are many, is an ability to hatch monsters from its body. These monsters threw Fodra into chaos, and eventually led to its destruction. That cocoon!
It looks just like the one that appeared at World's Eye. After wreaking havoc here, Lambda fled to your world of Aphinia. We knew Lambda had to be stopped, so we created a humanoid capable of fighting it and initiated pursuit. That humanoid is Protos Hace, the one you call Sophie. Unfortunately, Protos Hace was unable to destroy Lambda. After much discussion, we surviving Phodrans chose to seal off Aphinia in the hopes of containing Lambda there. But now, after so many years, the Aphenians have come to us. So you built Sophie and then sent her to our world so she could defeat Lambda. Does that mean Lambda is the one who created the cocoon? But wait, that doesn't make sense. I mean, Richard made the cocoon, right? Maybe Lambda knows how to disguise itself or something. Maybe it just looks like Richard. I refuse to believe that Richard and Lambda are the same. I know Richard. He's not a monster. He can't be. Sophie's getting worse. We must hurry. I agree. Come on. Lambda, der Zerstörer der Welt. Der hier diese einst blühende Gesellschaft, die uns immer noch weit, weit zuvorgeschritten ist, vernichtet hat, ist nun in unserer Welt. What's happening? Protos Hace's particles are breaking down. Excuse me? Protos Hace is composed of individual particles that act in concert with each other. These particles, tinier than a grain of sand, come together to form a human shape. And while they act as one, the particles also possess the ability to separate from each other, which is what you see happening right now. Asbel, Sharia, what's happening? Hey, what's going on, you guys? It's the result of a process called distributive preservation. Your friends must be completely synchronized with Protos Hace's particles. I don't understand. When Protos Hace suffers heavy damage, it usually splits into individual particles, shuts down all functionality, and begins the process of reconstruction. This is known as particle preservation. Distributive preservation, on the other hand, allows Protos Hace to implant its particles into one or more separate vessels. Have you ever seen Protos Hace split into particles like this? Anyone? That must be what happened 7 years ago. But the unit shouldn't actually engage that procedure. The reason being, distributed preservation makes it much more difficult for the particles to reform. Failure could render reformation impossible, so why would Protos Hace have risked entering that state? Would her particles have any kind of effect on the vessels that they went into? Yes. In fact, while the particles prepare for reconstruction, they would repair any damaged areas of the vessel as well. So Sophie split herself into 3 parts and then used those parts to save Asbel, Sharia, and little bro. But then that means Sophie didn't die after all. She was just recuperating within us. It's amazing. She's been with us this whole time. I see. Then this would explain why we possess some of the same powers she has. Incredible. So, what would happen if she underwent distributive preservation again in her current condition? Distributive preservation does not allow for reconstruction of the self. She would lose all elements of her current identity. Sophie, you risked your life for us. Impossible. Protos Hace was never designed for this kind of self-sacrifice. I fear further particle breakdown could be disastrous. We must hurry.
Hey, jetzt werden aber hier mal Fakten auf den Tisch geschmissen. Okay, wir wissen nun, was Lambda ist. Im Endeffekt der Zerstörer der Welt, der alles vernichten will und in Richard ist oder mit Richard zusammenarbeitet. Oder Richard ihn dann versehen gegessen hat und nun in ihm wächst. Irgend sowas in der Art. Und Sophie ist die Waffe, um Richard zu zerstören. Der gute Planet hier, unserer Freunde Fodra hier, die einst blühende Zivilisation wurde von diesem Monstrum vernichtet. Und wenn wir uns nicht beeilen, dann wird wahrscheinlich dasselbe auch uns hier geschehen. Die Frage ist aber, was wir jetzt noch nicht ganz erfahren haben, wieso? Ich meine, sagt einfach Lambda Servus. Ich vernichte einfach gerne alles, was sich bewegt und ich bin einfach der Zerstörer der Welten. Nee, Leute, Mann. Gab es jemals irgendeinen Tales-Charakter, der nicht irgendwie eine schöne Geschichte hatte, der gesagt hat, oh, Leute, Achievements. Sachen gibt's noch. Im zweiten Durchlauf. Nicht schlecht, oder? Okay, wer bist denn du, mein kleiner Freund? Kann ich dich mitnehmen? Kann ich dich da rausholen? Okay, dann bleibst du halt einfach da drin. So, hier sind ganz schön viele von diesen Humanoiden. Wäre es möglich, dass wir uns dann davon ein paar ausleihen und so eine kleine Armee gegen Lambda machen? Nee, wieso sollten wir das auch? Wir kämpfen da lieber ganz normal. Ganz entspannt. Also, das heißt im Endeffekt, wie es schon gesagt hat, Sophie ist niemals gestorben. Sie hat in uns weitergelebt und nur auf den Moment gewartet, wo wir sie wieder brauchen. So, das war ein geiles Kombi. Oh, Sherry, ja. Bist du super. So, was verbirgt sich hinter dieser schönen Tür? Eine Steuerkonsole, die wir nicht aktivieren können. Und ein goldener Zweig. Was ist hier für Ressourcen herumliegen? Was machen wir mit dem Stab? Keine Ahnung. Okay, da geht's nicht weiter. Ich habe eine Batterie. So. Okay, wir gehen erstmal wieder I1. Wir holen uns gleich nämlich die nächste Batterie, sonst müssen wir eh nur wieder lange hin und her wieder laufen. So, lala. Im Endeffekt können wir da sogar abschätzen, wie viele Wege, wie lange das Spiel noch dauern wird. Also wie lange diese Dungeon eigentlich dauern wird. So, da haben wir nämlich keine Batterie mehr. Eine haben wir rausgenommen, eine alte haben wir schon eingesetzt. Und hier dürfte noch eine Batterie sein. Das heißt, wir haben noch eine Etage wahrscheinlich vor uns, oder? Genau. Bam, und dann sollten wir auch diesen schönen Dungeon geschafft haben. Muss ich sagen, ich habe ja immer gesagt, eigentlich irgendwann so Tales-mäßig macht es immer so ganz so viel Spaß. Aber ich muss sagen, irgendwie, ich weiß nicht, ich bin gerade richtig heiß drauf. Ich habe zwar irgendwie, es ist, ich sag jetzt mal ein wenig konfus, was einem hier alles erzählt wird. Und ich meine, das sind Sachen, die man sich echt nicht vorstellen kann. Also mit diesen Partikeleffekten und so. Aber es funktioniert. Und ich muss euch sagen, ich bin gerade definitiv heißer auf Tales of Graces F, als ich es mir doch gedacht habe hier. Auch wenn ich gerade keine Ahnung habe, wo es lang geht. Da geht's nicht lang. Ja, aber wohin? Okay, eine Dungeon-Karte wäre gerade nicht schlecht. Hier ging es ja nicht mehr weiter. Da haben wir die Batterie eingesetzt, aber für was haben wir die Batterie denn da überhaupt eingesetzt? Ich meine, dann können wir doch eh nur wieder nach oben fahren, oder? Sehe ich da schon wieder was falsch? Na, das muss hier schon irgendwie weitergehen. Laufe Asbel. Darf er nicht mehr mit Sophie laufen. So, Batterie läuft. Ah, hier, U3 Süd. Ich hab's doch hier eingeblendet. Wenn der Max schon wieder hier den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht, dann natürlich. Okay, es wird immer düsterer, habe ich das Gefühl. Ich sehe schon, komm, da wird uns dann irgend so ein mutierter Sophie-Klon wird uns dann angreifen. Ich muss euch sagen, ich erinnere mich zwar im Endeffekt, storytechnisch erinnere ich mich noch, was passiert ist, aber was da so in Fights kommt. Außer in den letzten Fights des Spieles erinnere ich mich wirklich an gar nichts mehr. Bam. Ich könnte euch nicht mal mehr sagen, wie es jetzt hier weitergeht, Mann. Aber das ist ja auch schön, wenn man nicht mehr so ganz genau weiß, was auf einen zukommt. Ich meine, wenn man sich wirklich 1:1 an jedes Spiel erinnern kann, dann hat man, finde ich, sehr wenig Motivation, es erneut durchzuspielen. Und ein Beispiel, wo diese Regel aber nicht zutrifft, aber Ausnahmen bestätigen ja, wie man immer so schön sagt, die Regel, ist Persona 4, was wir auch als Let's Play hatten. Und
Mal abgesehen davon, dass es von der Länge her, also wenn man jetzt wirklich nur die Parts aneinander zählt, das längste Projekt war, was ich überhaupt auf diesem Kanal hatte, mit 130 halbe Stunde Parts. Nur The Witcher und Kingdoms of Amalur Reckoning. Ja, Kingdoms of Amalur Reckoning könnte noch an der Länge es übertoppen. Aber es ist definitiv eines der längsten Spiele, die wir auf diesem Kanal hatten. Sag, nehme ich mit. Komm mir doch eh nie wieder vorbei. Fand ich es halt doch schön, das wieder zu spielen. Und da muss ich sagen, kannte ich es ja im Endeffekt in- und auswendig. Weil ich das innerhalb von so 3 Jahren dreimal durchgespielt habe. Und bei einem 80-Stunden-Rollenspiel ist das schon ziemlich gar nicht mal so schlecht, würde ich jetzt mal sagen. So. Boah, wie ich da ausgewichen bin. Aber in Grace ist jetzt so ein Beispiel, das habe ich halt einmal durchgespielt und danach, ich habe ja nicht mal, wie gesagt, die Grace, die ich weiß gar nicht, Future-Kampagne, glaube ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, durchgespielt, weil ich einfach nicht wusste, dass es die gab. Dabei heißt es ja sogar extra, Taste of Grace ist F, wie der schöne Name schon sagt. Aber das ist ja auch wurscht. Und ich finde es halt schön, einfach da so wieder Sachen neu zu erleben. Ein Beispiel, was ich irgendwie schon seit langer Zeit mal plane, nochmal neu zu spielen und als Let's Play zu machen, ist Final Fantasy 6. Meines Erachtens eines der besten Spiele und ich bin, glaube ich, nicht der Einzige. Und persönlich das beste Final Fantasy überhaupt. Und ich muss sagen, ich habe schon wieder verdammt viel von dem Spiel vergessen. Es ist ja so knapp, ich glaube 4, 5 Jährchen her, wo ich es durchgespielt habe. Und es war geil, es war awesome und es ist eines meiner hoch angesehensten Rollenspiele überhaupt. Und Tau X haben wir hier gesammelt. Kann man noch mehr einsammeln? Nee. Aber nicht mehr als Gerümpel. What's this? That's Tarlo X. I can't believe it's still here after all this time. Is this a humanoid as well? No, this is merely old junk. Hey, you're hiding something. Come on, spit it out. This is the first android I ever built. Back when I was just getting started at the Institute. I never thought I'd see it again. This brings back memories. Really, Cornell should have just thrown it out. Sounds like everyone has something they're embarrassed about. Right, Tiger Festival? Hey, Tiger Festival ist, finde ich, immer persönlich noch der beste Name, den es überhaupt gibt. Wer kann bitte was gegen Tiger Festival sagen? Ich habe gerade komplett den Überblick verloren. Na, da waren wir schon. Ach, wir müssen jetzt den anderen Weg wieder zurückgehen. Okay. Gehen wir da lang und dann hier runter. Und, zum Beispiel Final Fantasy 6 ist so ein Beispiel, wo ich wirklich viel vergessen habe und mich nochmal freuen würde, das zu spielen. Und ich finde, sowas ist wichtig. Wenn man sich, wie gesagt, an jedes Spiel 1:1 erinnert, was passierte, wann, wie, welche Charaktere. Man kennt immer noch das Ungefähre. Ich glaube, es war das erste Mal, dass er mystische Artes ausgepackt hat. Och komm! Nein, Hubert! So, jetzt habe ich wieder nur einen Balken voll. 1 könnte er immer einsetzen, aber nicht gleich 2. So, und Grace ist wie gesagt auch ein schönes Beispiel. Ich meine, ich habe mich natürlich erinnert an den Plot, ich wüsste jetzt auch noch, wie es ausgeht, aber diese Kleinigkeiten, das ist besonders das, was Tales im Spiel immer ausmachen. Es ist nie das große Ganze in Tales. Story ist meistens okay in Tales-Spielen. Selbst Xillia hatte im Endeffekt keine gute Geschichte. Ich müsste sagen, da wäre jetzt Graces durch einfach seinen Umfang und seine, was da alles passiert, vielleicht sogar schon ein besserer Fall. Ding, obwohl sie sehr konfus erzählt wird. Und man muss ja echt sagen, ich meine, jetzt mal ganz ernsthaft, man hätte den kompletten Mittelteil rausgestrichen. Ich glaube, es hätte eigentlich niemandem geschadet, weil es passiert jetzt erst am Ende eigentlich was. Aber nichtsdestotrotz, Tales-Spiele machen ja immer durch diese Kleinigkeiten aus. Und, oh, hier sieht es irgendwie wieder hell aus. Es ist kein so lila Giftnebel mehr in der Luft. Und für mich immer das, was einfach das Schönste an Tales ist, sind halt einfach diese Skits, weil sie halt meistens das zeigen können, was natürlich in einer Hauptstory nicht möglich ist. Du kannst in einer Hauptstory, wo alle sterben und wo die Welt kurz vorm Untergang steht, kannst du einfach nicht mal, kannst du keine lustige Szene auf einmal rein. Und es ist immer, ja, okay, Final Fantasy 7 hat es mit seiner Cosplay-Szene da gemacht, aber es ist halt sehr schwer, um es so zu sagen. Um einmal auch nicht aus der Welt rauszuziehen, kann man jetzt nicht einfach irgendwas komplett Merkwürdiges und Lustiges machen. Aber in Tales-Spielen ist das halt immer so das Ding. Oh nein, jetzt bin ich zum Boss gegangen. Oh, zu speichern. Oh, zurück. Speichern. Aber ich glaube, wir müssen nicht geradeaus, oder? Nee, wir müssen nicht geradeaus. Aber egal. Wie gesagt,
Tellspiele sind die Kleinigkeiten, das Große. Und die Kleinigkeiten sind halt einfach die Skits, die halt einfach so schöne Szenen teilweise zeigen. So, hören wir uns die Skit an und dann geht's weiter. Woohoo! What is it, Pascal? You sound like an owl. It's these machines. They're a bit different from the ones I'm familiar with. But once I fiddle around with them, they seem simple enough. Fascinating. Adaptation is the hallmark of an exceptional engineer. Emerald, if you don't mind me asking, who are the Amarcians? If you are so curious to ask, they were a group of engineers who maintain the technologies of Fodra. I myself used to be counted among their number. Wait, you're an Amarcian as well? If that's the case, is it possible that you and Pascal are distant relatives? Relatives? No. I fear you have misunderstood me. Amarcia was just the name for a coalition of research engineers. Though bonds were strong, none shared any blood ties. What? We're not all in the same family? That means I have to return the money I borrowed from Poisson. Don't borrow money from children. Is this the machine that can fix Sophie? Please set Protos Haste down here, if you will. I will begin the procedure. Damage isolated. Initiating particle restoration. Here we go. Zero. 10, 40, 70, 90. Sophie, hang on. Sophie, can you hear us? Hang in there. You're not alone. We're right here. What's wrong? It'll be okay, Sophie. I promise. The particles that comprise its mind are beginning to flow backward into the repair system. Sophie! What the? Is that Sophie and Pascal? What's happening here? Don't look at me! How should I know? Some of the particles that flowed into the system have assembled themselves into visual form. Pascal, wait! If this is a visual form of Sophie's mind, does it mean that we're actually seeing her feelings? There's more. You guys, they're harmless! Come and take a look! Ich bin mir nicht so ganz sicher, was ich davon halten soll. Okay, wir stehen uns selbst gegenüber. Wer ist der wahre Asbel? Ich glaube, der Leuchtende da in der Mitte. Ich bewege mich mal. Ah! Okay. Nein, ich dachte, es passiert was Schlimmes. Okay, Leute, was hier auch immer losgeht. Wir werden uns beim nächsten Mal hier dann Sophies Gefühlen widmen. Doch davor ein kurzer Cut und dann bis zum nächsten Mal von Tales of Grace SF. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. Ciao.